Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmencamper. Heute geht es mal wieder nicht ums Campen, heute geht es um dieses schöne alte Fahrzeug hier, alter BMW E39. Und bei dem sind so ein bisschen vorne hier die Scheinwerfer ausgeblichen, über die Jahre durch UV-Einstrahlung. Das ist ja eine Kunststoffabdeckung, das mögen die nicht so gerne. Dann werden die so ein bisschen blind und matt. Und da gibt es aber von Sonax dieses schöne Aufbereitungsset. Das werden wir heute testen. Wir versuchen die Scheinwerfer wieder hinzubekommen und gucken mal, ob wir damit wieder ein ansehnliches Bild erzeugen können. Hier kann man das jetzt schön sehen, wie dieser Scheinwerfer ja, ausgeblichen ist, angeraut durch UV-Einstrahlung und Witterung wirklich gelitten hat. Die andere Seite genauso. Das versuchen wir jetzt gleich wieder zu schleifen und zu polieren. Und dann soll das wieder schick aussehen hinterher. Ich bin mal gespannt, ob das funktioniert. Wir legen jetzt mal los. Dazu packen wir jetzt erstmal unser Set hier aus. Da sind 2 Polierschwämme dabei mit so einer weichen Filzseite hier. Dann haben wir einmal die Politur. Dann sind hier so verschiedene Schleifblüten mit dabei. Einmal die 3000er Körnung und die 5000er Körnung und der passende Halter dazu. Ich habe hier schon mal eben so eine Schleifblüte aufgeklebt. Das ist einfach nur so ein Schaumstoffteil und ja, da wird es einfach oben drauf geklebt. Und dann soll man das hier gleich schön mit polieren können oder beziehungsweise schleifen können erstmal. Dann haben wir hier noch 3 so schöne Tücher drin zum Saubermachen nachher. Und auch um das Finish aufzutragen. Da gibt es nämlich nochmal hier so eine Protect-Versiegelung. Die wird zum Schluss aufgetragen, um das Ganze haltbar zu machen. Weil man ja praktisch die Oberfläche so ein bisschen ja, trotzdem anraut, auch wenn sie wieder poliert wird. Da setzt sich dann ganz schnell wieder Grünspan dran an. Und das Ganze ist natürlich auch anfälliger für UV-Einstrahlung wieder. Darum versiegelt man das Ganze hinterher, um das Ganze etwas haltbarer zu machen. Jetzt fangen wir erstmal an zu schleifen. Man soll das Ganze mit ein bisschen Wasser machen. Dazu besorge ich mir jetzt gerade eine Sprühflasche. Und dann legen wir los mit der 3000er Körnung zum Schleifen. Also man merkt tatsächlich überall, da wo man schon war, ist es deutlich glatter. Man hat immer wieder so Stellen zwischendrin, wo es dann so ein bisschen hakt. Das ja, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen. Also das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Jetzt habe ich hier schon so ein paar Ablagerungen drauf. Das eben schon ein paar Mal sauber gemacht. Ich nehme jetzt aber einmal so eine neue Schleifblüte, Schleifpad hier. Einfach abziehen. Das ist mit so einer Kleberückseite. Das hält auch wirklich gut. Nehmen wir jetzt auch nochmal die 5000er Variante. Einfach aufkleben. Und dann gehen wir mit dem frischen nochmal drüber. Ja, mit der 3000er Variante bin ich jetzt hier, glaube ich, durch. Es wird nicht viel besser jetzt mehr. Zumindest sieht man da jetzt nichts, dass es irgendwie jetzt noch mehr Kratzer rausnimmt. Darum mache ich jetzt einmal zwischendurch hier gerade den Scheinwerfer sauber. Hole mal diesen Schleifstaub da jetzt runter. Das mache ich jetzt aber mit einfachem Papiertuch und muss nicht da unbedingt diese Fließtücher für nehmen. Springen wir mal ein. Mache ich mal so ein bisschen sauber, damit das 3000er Schleifpad nicht gleich wieder verstopft. Mit dem alten Schleifstaub hier. Einmal sauber machen. So. Jetzt nehmen wir so ein Schleifpad der 5000er Körnung. Kleben das auch wieder hier oben drauf. Übrigens ist hier hinten auch eine Anleitung drauf, wie man das Ganze macht. Ich bin übrigens auch kein Spezialist für Fahrzeugaufbereitung. Ich mache das hier auch zum ersten Mal. Also
Nehmt mir das auch nicht übel, wenn ich hier was falsch mache. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr Tipps habt, wie es besser geht oder vielleicht auch schon mal andere Sets getestet habt, die deutlich besser funktionieren. Bis jetzt, also man kann es jetzt gerade sehen hier, wo der Scheinwerfer getrocknet ist. Es ist jetzt alles schon sehr matt geworden. Ich glaube, es sieht jetzt schlimmer aus als vorher. Wir schauen jetzt mal, was passiert, wenn ich das mit der 5000er Körnung schleife. Und ja, wir hoffen mal das Beste, dass es am Ende ansehnlicher aussieht als vorher. So, ich merke jetzt beim Schleifen nicht mehr, dass da irgendwelche rauen Stellen sind. Das fühlt sich alles schön glatt an. Und darum glaube ich, dass ich jetzt durch bin damit. Ja, jetzt machen wir das nochmal sauber. Und dann gehen wir mit der Politur drauf. Wir machen jetzt auch erstmal nur die eine Seite, damit wir nachher vergleichen können, wie die andere Seite noch aussieht. Ob das überhaupt was gebracht hat. Oder ob es vielleicht sogar schlimmer geworden ist. Aktuell ist es schlimmer geworden. Ich hoffe, wir haben die Scheinwerfer nicht komplett ruiniert damit. Aber es steht tatsächlich auch so in der Anleitung drin, dass es erst matt werden muss und soll. Und das soll man jetzt mit diesem Schwamm und der Politur ja wieder glänzen und klar bekommen. Wir machen erstmal eine kleine Menge auf den Schwamm, verteilen das jetzt hier auf dem Scheinwerfer. Und dann fangen wir an zu polieren. Ich weiß gar nicht, wie viel man davon nehmen muss. Aber ich würde sagen, viel hilft viel. Die Tube ist auch relativ groß. Ich weiß gar nicht, wie oft man dieses Set benutzen können soll. Tja, weiß ich auch nicht, ob man die jetzt komplett da drauf knallen. Oder ob das für mehrere Anwendungen ist. Keine Ahnung. So, ich weiß nicht, wie lange man da rumpolieren soll. Aber augenscheinlich sieht es erstmal nicht viel besser aus als vorher. Wir machen das jetzt sauber und dann kommt hier diese Versiegelung drauf. Und vielleicht ist das ja das große Wundermittel, was am Ende alles glänzend und schön macht. So, jetzt nehmen wir erstmal eins von diesen Fließtüchern hier. Wischen das erstmal ab. Also ein bisschen Dreck kommt hier noch runter. Ich hoffe, man kann das erkennen. Aber so richtig gut sieht das noch nicht aus. So, Versiegelung aufreißen. Ja, tragen das jetzt einfach hier auf den Lappen auf. So eine gelbliche Flüssigkeit. Nachdem der Scheinwerfer versiegelt wurde, soll man das Fahrzeug am besten 2 bis 3 Stunden nicht nass werden lassen, oder zumindest den Scheinwerfer nicht nass werden lassen. Und die nächsten 2 Tage auch nicht waschen, das Fahrzeug, damit diese Versiegelung dann nicht wieder runtergewaschen wird. So einen ganz merkwürdigen Geruch übrigens. Erinnert so ein bisschen an Ballistol. Vielleicht kennt das jemand von euch. Auch so einen ganz eigenwilligen Geruch. Also da sind jetzt 2 Päckchen von diesem von dieser Protect-Versiegelung drin in dem Paket. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, da jedes Fahrzeug eigentlich 2 Scheinwerfer hat, haut man da auch die ganze Packung drauf. Ich habe auch keine Ahnung, wie lange das haltbar ist. Das jetzt an die Seite legen und dann auf das nächste Fahrzeug hoffen, was man so eine Scheinwerferreinigung oder Scheinwerferaufbereitung benötigt. Das wäre, glaube ich, Quatsch. Bis dahin ist das Zeug wahrscheinlich schlecht. Oder eingetrocknet. Darum nehmen wir jetzt einfach mal ein Päckchen pro Seite. Viel hilft viel. So, ich habe jetzt die Versiegelung aufgetragen und ganz ehrlich, jetzt im Augenblick finde ich das Ergebnis gar nicht so schlecht. Also es sieht aktuell ganz gut aus, aber die Versiegelung ist auch noch feucht.
Also ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal ein bisschen ab, bis die ganze Sache getrocknet ist. Und dann machen wir den Vorher-Nachher-Vergleich hier von der linken Seite zur rechten Seite und schauen mal, wie das Ganze tatsächlich aussieht am Ende. So Leute, jetzt ist eine halbe Stunde vergangen. Die Versiegelung ist einigermaßen getrocknet. Und ja, Ergebnis von vorne so auf den ersten Blick würde ich sagen, gar nicht so schlecht. Besser als vorher auf jeden Fall. Wir gucken jetzt mal auf die andere Seite, wie es da aussieht. So in etwa sah der Scheinwerfer vorher aus, vor der Behandlung. Ich hoffe, man kann das einigermaßen erkennen. Also schon, ja, hier sieht man es ganz speziell sehr, sehr matt. Überall diese Mikrorisse drin, ausgeblichen von der Sonne, von der UV-Strahlung. Und hier das Ergebnis. Also ich würde sagen, für 20 € kann man da doch zufrieden sein, oder? Ich meine, klar, dass da kein neuer Scheinwerfer draus wird, das muss einem bewusst sein. Da ist die Oberfläche angegriffen. Das kriegt man auch mit so ein bisschen Politur, Schleifen und ja, Versiegelung nicht wieder weg. Der Scheinwerfer ist im Grunde ist der eigentlich hin. Das ist der Nachteil von diesen Kunststoffgläsern hier oben drauf. Früher war das mal Glas. Ich kann mal gerade rüberschwenken. Vor mir steht nämlich der Palmcamper, das Wohnmobil. Der hat noch richtig schöne Glasscheinwerfer. Die sind ja 32, 33 Jahre alt fast. Und da ist nichts mit. Die sehen tipptopp aus. Dann ist man irgendwann auf den Trichter gekommen, hier Kunststoff zu verwenden. Und dann hat man den Mist, dass das ja, irgendwann ausbleicht über die Jahre und naja, irgendwann halt so aussieht. Aber ich denke, für 20 € können wir doch zufrieden sein. Das Ergebnis ist ganz passabel. Und ich mache jetzt noch die andere Seite, damit das wieder gleichmäßig aussieht. Und wer das ebenfalls mal ausprobieren möchte oder vielleicht auch ein Auto hat, bei dem die Scheinwerfer ausgeblichen sind, vermattet sind, so gelblich geworden sind, der kann sich gerne mal in den Links in der Kommentarleiste umschauen. Da werde ich euch dieses Sonax Scheinwerferaufbereitungsset verlinken. Guckt da mal rein. Und ja, ansonsten würde ich jetzt sagen, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal beim Palmcamper.